Du möchtest in die private Krankenversicherung wechseln. Hier gibt es einige Punkte zu beachten. Welche das genau sind, das schauen wir uns heute an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Leikam Versicherungsmakler. Die private Krankenversicherung besticht natürlich durch die bessere Behandlungsmöglichkeit bzw. natürlich durch die schnellere Terminierung und natürlich, dass du dir die Leistungen selbst aussuchen kannst und letztendlich für diese dann bezahlst und nicht einen vorgeschriebenen Leistungskatalog von der gesetzlichen Krankenkasse vorgesetzt bekommst. Aber natürlich kann nicht jeder in die private Krankenversicherung so einfach wechseln. Solltest du Selbstständiger sein, Beamter sein, Freiberufler, da gibt es auch eine Ausnahme, und Student sein, dann ist es jederzeit möglich. Bei den Freiberuflern ist es so, wenn du künstlerisch oder publizistisch tätig bist, dann bist du in der Künstlersozialkasse pflichtversichert und dementsprechend kannst du so schnell nicht in die private Krankenversicherung wechseln. Solltest du Angestellter sein, dort gibt es die Jahresarbeitsentgeltgrenze und die muss jährlich brutto mindestens 64.350 Euro Stand 2022 betragen, damit du dich aus der gesetzlichen Krankenkasse in die private Krankenversicherung versichern kannst. Das heißt, solltest du drunter liegen, hast du keine Möglichkeit in die private Krankenversicherung zu wechseln. Liegst du drüber und das voraussichtlich auch künftig, dann wirst du in Zukunft auch in der privaten Krankenversicherung versichert sein können. Solltest du aber zum Beispiel nur kurzfristig mit der Gehaltserhöhung zum Beispiel auf 65.000 Euro jährlich im Brutto kommen und zum Beispiel die Jahresarbeitsentgeltgrenze wird zum Beispiel dann im Jahr 2023 auf über 65.000 Euro angehoben. Das war in der Regel immer der Fall, dass es nach oben korrigiert worden ist, dieser Wert. Nur von 2021 auf 2022 blieb dieser eben gleich. Sollte das absehbar sein, dann solltest du den Schritt in die private Krankenversicherung noch nicht gehen, sondern erstmal kalkulieren bzw. abwarten, bis du dann eben diese Jahresarbeitsentgeltgrenze dann langfristig übersteigst. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wie die Beiträge kalkuliert werden. In der gesetzlichen Krankenkasse werden die Beiträge anhand von deinem jährlichen Einkommen kalkuliert. Das heißt, verdienst du mehr, zahlst du auch mehr, verdienst du weniger, dementsprechend weniger. In der privaten Krankenkasse ist es so, dass du einen Leistungskatalog hast, welche für dich eben wichtig sind und anhand dieser Leistungen wird dann dementsprechend dein Beitrag kalkuliert. Das heißt, hast du einen Premium-Tarif mit möglichst vielen Leistungen und dort zum Beispiel auch keinen Selbstbehalt mit eingeschlossen, dann ist der Versicherungsbeitrag monatlich natürlich wesentlich höher, als wenn du zum Beispiel auf einem Basistarif unterwegs bist, beziehungsweise zum Beispiel bei einem mittleren beziehungsweise hochwertigen Versicherungstarif einen Selbstbehalt einbaust. Und dementsprechend wird natürlich dann dein Beitrag monatlich auch geringer ausfallen. Eine Hürde, die du nehmen musst, um dich privat krankenversichern zu können, sind die Gesundheitsfragen. Dort checkt der Versicherer sozusagen ab, wen er dort versichert. Wie ist deine Historie in Krankheitsfragen? Gibt es Suchtkrankheiten? Gibt es chronische Krankheiten? Gibt es Behinderungen? Gab es Behandlungen mit stationärem Aufenthalt? Das heißt letztendlich Operationen mit anschließendem Krankenhausaufenthalt? Beziehungsweise gab es ambulante Behandlungen? Wie sieht es aus mit Krebserkrankungen und so weiter und so fort? Also eine ganz große Latte an Fragen, die beantwortet werden muss und das Ganze natürlich wahrheitsgemäß. Ansonsten kann es zu Komplikationen kommen, spätestens im Leistungsfall. Das heißt, wenn du eine Leistung von der Krankenkasse natürlich haben möchtest, wird ganz genau geprüft, gecheckt und dann kann es sein, dass dementsprechend zum Beispiel Punkte wie in den Krankheitsfragen wurde gefragt nach Suchtkrankheiten, also zum Beispiel bist du Raucher und du hast das mit Nein angegeben und letztendlich kommst du anhand von einem Lungenleiden dann ins Krankenhaus und dort wurde festgestellt, dass du starker Raucher bist und dementsprechend kann natürlich dann der Krankenversicherer zum Beispiel von dem Vertrag zurücktreten und er kann natürlich auch alle gezahlten Leistungen bis zu diesem Vorfall zum Beispiel auch zurückverlangen. Also da geht es richtig ins Geld und da geht es auch richtig um die Existenz, wenn dementsprechend Beiträge zurückgefordert werden, beziehungsweise du in einem Ernstfall deinen Versicherungsstatus entzogen bekommst. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass du diese Gesundheitsfragen absolut richtig beantwortest, also wahrheitsgemäß.
Wichtig in der privaten Krankenversicherung ist natürlich die Kalkulation der Beiträge. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit 500 € startest, am besten bist du möglichst jung, denn umso jünger du bist, umso günstiger sind auch die Tarife. Bist du zum Beispiel über 40, dann ist es natürlich wesentlich teurer, als wenn du dich mit Mitte 20 versicherst. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Aber natürlich werden deine Beiträge in Zukunft auch steigen. Das heißt, dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass deine Beiträge teurer werden. Und das natürlich nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich regelmäßig bis zum Rentenalter. Das heißt also, du musst jetzt schon am besten kalkulieren, kann ich mir die Beiträge im Alter, im Rentenalter oder im Alter zum Beispiel mit 60 noch leisten. Sollte das nicht der Fall sein, hier gibt es schon mal ein Video, bei dem ich dir auch gesagt habe, wie du wieder aus der PKV, aus der privaten Krankenversicherung in die GKV der gesetzlichen Krankenkasse wechseln kannst. Nicht ganz einfach und ein ständiges Hin- und Herwechseln macht natürlich dann dementsprechend auch deinen Beitrag in der privaten Krankenversicherung jedes Mal teurer, denn du wirst ja auch älter und dementsprechend haben wir natürlich auch wieder Beitragsanpassungen. Du kannst auch in der Regel wieder in die GKV wechseln, aber wichtig ist, dass es eine Altersgrenze von 55 gibt. Danach ist es fast unmöglich, wieder in die GKV zu wechseln. Deswegen unbedingt bei Start deiner privaten Krankenversicherung schon überlegen und bedenken, was in Zukunft auf dich zukommen wird. Natürlich profitierst du von viel besseren Leistungen und schnellerer Terminvergabe und du kannst jederzeit zu XY-Spezialisten gehen, ohne dass du vorher eine Überweisung etc. brauchst. Das sind Riesenvorteile, das sehe ich auch absolut so, aber es sollte nicht so sein, dass du sagst, naja, in der privaten Krankenversicherung spare ich mir so viel Geld, deswegen will ich nicht in der GKV bleiben, sondern so schnell wie möglich mich privat versichern. Das ist eine innere Motivation, das kann ich absolut verstehen, aber man trägt natürlich mit seiner Entscheidung auch Verantwortung sich selbst gegenüber und natürlich seiner Gesundheit gegenüber. Am besten arbeitest du in solchen wichtigen Fragen wie zum Beispiel der privaten Krankenversicherung unbedingt mit einem Experten, einem Profi zusammen. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Ein Experte wird dir kalkulieren können, wird dir auch zeigen können, welche Tarife speziell individuell auf dich zutreffen bzw. zu empfehlen sind, ohne dass du innerhalb von kurzer Zeit dann das böse Erwachen erleidest. Wichtig zu wissen ist auch, wie ist deine aktuelle familiäre Situation. Bist du Single, bist du alleine, dann kannst du natürlich ohne Probleme in die private Krankenversicherung wechseln. Bist du zum Beispiel in der Familienplanung, dann ist es immer wichtig zu wissen, dass natürlich nicht wie in der gesetzlichen Krankenkasse eine Familienversicherung deine Kinder kostenfrei mitversichert. Das ist ganz anders. In der privaten Krankenversicherung musst du deine Kinder natürlich auch bezahlen. Das heißt, auch für die Kinder einen Beitrag an den Versicherer zahlen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht von der einen Sache GKV zur PKV das einfach 1:1 übernimmt. Das ist dort ganz anders geregelt. Dementsprechend musst du natürlich dann auch mit dem finanziellen Mehraufwand rechnen und davon ausgehen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr teuer wird. Das muss man sich leisten können und dementsprechend muss natürlich ein Schritt in die private Krankenversicherung auch von einem finanziellen gesattelten und stabilen Überlegung getragen werden, dass man nicht anfängt zu schlucken, sobald mal 2, 3 Jahre vergangen sind und man sich die Beiträge dann nicht mehr leisten kann. Also unbedingt auch das finanzielle Polster beachten, dass das wirklich stabil sein muss. Das war's kurz und knapp zum Schritt in die private Krankenversicherung. Für alle weiteren Fragen, die noch weiter in die Details gehen, das klären wir am besten im persönlichen Beratungsgespräch. Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung und dann klären wir alles weitere. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.